Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute eine Folge von der TACON aus Leipzig mitgebracht. Bei mir zu Gast war Patrick Meuth. Er testet Thermomanagementsysteme elektrifizierter Fahrzeuge. Da konnte ich mir zuerst mal gar nichts drunter vorstellen, aber Patrick hat mich schnell auf Spur gebracht. Dass das ein hochkomplexes Thema im Bereich Software-Testing ist, konnte ich mir schon vorstellen. Aber Patrick bringt hier etwas Struktur rein und erklärt uns, wie er seine Herausforderungen in diesem hochkomplexen Bereich gelöst hat. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Ja, hi, grüß dich. Ja, ich freue mich total. Wir sind ja hier auf der TACON 2025 in Leipzig. Du hast deinen Vortrag schon gehabt, glaube ich. Er war heute Vormittag. Genau, also schon ganz entspannt kommst du hier in den Podcast rein. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du hast ein super spannendes Thema, wie ich finde. Ich habe mit Abstract durchgelesen und gesagt, da müssen wir mal uns unterhalten, weil du also zum einen ein ganz spezielles Testobjekt oder Testobjekte hast, ne? Und dann auch vom Prozess her, glaube ich, ganz aufregend. Ja, da will ich einfach mehr wissen, will aber gar nicht viel vorwegnehmen. Ich habe was mit thermodynamische System-Ding. Was testest du denn da? Worum geht es denn da? Genau, also grundsätzlich machen wir die die Software von Elektrofahrzeugen im Volkswagen-Konzern. Mein Standort ist Ingolstadt, also hauptsächlich für Audi, Porsche. Und dahingehend eben die Software des Thermomanagements. Sprich, alles, was in so einem Elektroauto geheizt, gekühlt wird geregelt, läuft über ein Steuergerät und das entwickeln wir letztendlich, testen das, genau. Und das soll ja nicht zu heiß und nicht zu kalt werden, ne? Das ist richtig und es soll auch möglichst energieeffizient sein. Weil es ist schon so, dass das Kühlen vor allem von so einem Batteriesystem oder der Innenraum, das braucht ja sehr viel Energie oder auch das Heizen. Und da müssen wir halt schauen, dass wir möglichst energieeffizient das Ganze machen, weil das sonst natürlich Auswirkungen auf die Reichweite des Fahrzeugs hat. Genau, das ist schon, wenn ich es schön kalt habe, aber nach 10 Kilometer ist Ende, wäre natürlich blöd. Also, okay, ja, und also geht es viel um Steuergeräte? Oder ja, genau. Also die Funktion, die wir haben, die ist auf dem Steuergerät verortet, das letztendlich dann in dem Fahrzeug ist. Das kommuniziert mit anderen Steuergeräten über Bussysteme dann. Beispielsweise, dass wir eine Batterietemperatur vom Batteriesteuergerät kriegen, wo wir dann darauf reagieren können, ob die Batterie beispielsweise dann gekühlt oder geheizt werden muss. Und da reagieren wir dann drauf beispielsweise. Und unter Berücksichtigung halt unterschiedlicher Rahmenbedingungen. Welche Geschwindigkeit haben wir? Hat der Innenraum, also da wo der Fahrer drin sitzt, auch noch einen Bedarf und will gekühlt werden? Dann habe ich Batterie und Innenraum. Wie viel Leistung habe ich zur Verfügung und so weiter? Also das gibt dann in Summe 200 verschiedene Verschaltungen, wie das ganze System letztendlich betrieben werden kann. Jetzt hast du in deinem Abstract geschrieben, ihr habt ja quasi vom Testen her so einen Prozess durchgemacht, ne? So von hin mehr Richtung Shift Left das auch zu schaffen und kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen, wie war es denn früher und was war denn so die Bewegung dann als Richtung heute? Genau, okay, wenn man mal ganz früher zur Zeit geht, dann sagt man, haben wir eher sehr viel am Fahrzeug getestet. Ja, das kann ich machen, dass ich sage, ich setze mich ins Auto, fahre damit irgendwo hin, wo es sehr warm ist und schaue, ob die ganze Kühlung funktioniert. Oder andersrum, ich fahre irgendwo hin, wo es sehr kalt ist und schaue, ob alles heizt. Das ist aber sehr teuer. Ich kann jetzt nicht, gerade wenn man jetzt beispielsweise schaut, draußen hat es 20 Grad, wie teste ich jetzt minus 20 Grad Außentemperatur? Das heißt, ich muss mit dem Auto irgendwo hin, wo es sehr kalt ist, dann einfach noch den Entwickler mit oder den Tester mit dazu nehmen und dann bei sehr kalten Bedingungen testen. Deswegen hat man gesagt, am Fahrzeug testen kann man machen, aber gibt es nicht was Früheres, da der Shift-Left-Ansatz. Und da sind wir hergegangen und haben mal mit einem einfachen Komponenten-Hill-System angefangen, also so ein Hardware-in-the-Loop-System, wo das Steuergerät, das auch im Fahrzeug ist, angeschlossen wird. Und da dann erste Tests kann man dann simuliert nachfahren. Also der simuliert letztendlich das Fahrzeug und sowas wie 40 Grad Außentemperatur, ich fahre den Berg hoch, kann ich da einstellen und dann wird eben mein System, fängt dann an zu regeln und das System zu kühlen. So kann ich gewährleisten, dass so die Funktionalität soweit schon richtig tut letztendlich. Und wenn ich dann mit dem Fahrzeug auf Erprobung fahre, irgendwo nach Afrika und das bei 40 Grad teste, dann weiß ich, grundsätzlich ist die Funktionalität schon da und ich kann dann eben Feinjustierungen dann vor Ort machen am Fahrzeug. Also gewisse Sachen muss man am Fahrzeug testen, aber je früher man testet, umso besser ist es natürlich. Ja klar, das spart natürlich dann doch einige Male fahren nach Afrika oder irgendwo in der Skandinavien, wenn man das quasi dann nur einmal machen muss, um das zu verifizieren. Ja. Genau, und das waren so die Anfänge.
Und dann geht es weiter. So ein Hill-System ist ja auch, ich brauche immer noch ein Steuergerät. So ein Hill-System kostet auch viel Geld. Kriegt man das nicht noch hin, noch eher zu testen, funktional. Und dann haben wir angefangen, jetzt ein virtuelles Steuergerät eben aufzubauen, wo ich sage, ich habe nur noch die Thermomanagement-Komponenten ohne alles drumherum, was auf diesem Steuergerät ist, Basissoftware etc., keine Hardware und teste wirklich nur die Thermomanagement-Komponenten. Dadurch spare ich mir die Quereinflüsse, die durch die Basissoftware reinkommen, kann wirklich die Funktionalität von uns prüfen. Die Basissoftware, die kommt auch ein paar Wochen später immer. Also wir haben relativ kurze Release-Zyklen. Das heißt, ich kann auch nochmal früher testen, finde auch nochmal früher Fehler. Und genau, das ist so der Testort, den wir gerade am Aufbauen sind, um dann auch den Hill zu entlasten, um früher noch Fehler zu finden. Und man kann dann den Hill vielleicht auch nochmal für andere Themen nutzen, weil der ein bisschen entlastet ist, für explorativeres Testen. Da musst du mir noch mal erklären, also der Weg von dem Hill, wie kann ich mir dieses Hill-System vorstellen, von dem ihr da weggegangen seid? Wie sieht das aus physisch? Physisch. Ja. Also das Steuergerät ist letztendlich einfach nur so ein kleiner Kasten, da wo eben die ganze Intelligenz drauf ist. Und den schließe ich an diesem Hill. Das ist letztendlich so ein 2 Meter hoher Schrank. Mittlerweile sehr viele Sensorik und Aktorik noch simuliert, aber eben zum Teil auch verbaut wie also die Temperatursensoren sind ja Widerstandswerte. Sowas ist dann verbaut. Also dieses Ding ist dann 2 Meter hoch, 3 Meter breit. Und da ist letztendlich die ganze Technik dahinter, dass das Steuergerät wirklich in Echtzeitfähigkeit sich so fühlt, als wäre es im Fahrzeug. Okay. Und das muss eben alles simuliert werden. Ja. Genau. Wird aber durch Hardware simuliert, also quasi, wenn du sagst, mit Widerständen und sowas, also die Sensoren werden teilweise nachgebaut. Durch Hardware, teilweise also vieles ist tatsächlich direkt simuliert, teilweise durch Hardware, aber vieles ist. Genau. Und um da quasi noch die Einsparung zu haben, ist quasi, da geht es um diesen Schrank quasi weg zu virtualisieren, sozusagen. Genau. So habe ich es richtig verstanden. Ja. Genau, dass ich dann eben aber auch die Schnittstelle nicht mehr auf das Gesamtsteuergerät setze, sondern wirklich auf das Thermomanagement in dem Steuergerät, weil da sind natürlich auch andere Funktionen noch mit drauf. Und unser Fokus bei uns ist ja wirklich das Thermomanagement. Und um eben auch sowas wie Quereinflüsse durch Basissoftware, Klima etc. Zu minimieren, gehe ich her und abstrahiere nur die Thermomanagement-Software im ersten Schritt auf diese virtuelle ECU. So ein bisschen, wenn man sagt, ein Ausblick ist schon, dass man sagt, man packt komplett das gesamte Steuergerät wieder auf so eine virtuelle Plattform und testet dann, aber das immer dann eben in der Zukunft im Testing. Wie sieht denn das da aus mit dem Thema Automatisierung? Also wie läuft das bei euch dann alles vollautomatisch ab, beziehungsweise oder habt ihr da noch manuelle Tests überhaupt oder nur? Also wie sind das bei euch aufgeteilt? Der größte Teil ist tatsächlich automatisiert. Und das Automatisierungstool, das wir verwenden, beziehungsweise die Testfälle, die wir am Hill verwenden, sollen auch an dieser virtuellen ECU funktionieren. Also man nimmt das Tool, geht damit auch an die VECU und muss dann natürlich über die Systemkonfiguration gewisse Sachen anpassen. Also ich habe jetzt keine Bussignale mehr, die ich manipuliere, also als Beispiel eine Batterietemperatur, die über den Bus kommt, sondern ich habe die halt an der äußersten Schnittstelle von dieser VECU, das ist diese RTE, nennt sich das Real-Time Environment, wo wir dann das Signal an der Stelle manipulieren, quasi das Steuergerät quasi seine Funktion, seine Regelung letztendlich startet und dann uns wieder auf diese RTE beispielsweise eine Ansteuerung von dem Ventil oder einem Lüfter oder sowas ausgibt. Und genau, das heißt, ich kann, wenn ich jetzt genau diesen Fall Batteriekühlen nehme, hergehen und kann denselben Testfall am Hill verwenden. Und wenn ich an das virtuelle Steuergerät gehe, passe ich das Mapping an, muss natürlich andere Tools initialisieren, kann aber dann denselben Testfall auf oberster Ebene nehmen, den ich dann wieder durchführe. Ja, okay, verstehe. Und wie stabil sind die? Also habt ihr da viele Änderungen oder läuft das relativ, du hast gesagt, ihr released relativ häufig, ihr habt relativ viele, gibt es da so viele Änderungen in diesen Bereichen? Es gibt schon viele Änderungen, also mittlerweile geht's. Am Anfang des Projekts waren es sehr viele Änderungen, weil natürlich sehr viel aufgebaut werden musste. Mittlerweile sind wir ja schon sehr weit mit der Software. Also da sind die Änderungen überschaubarer und es ist mittlerweile so gut verlinkt alles miteinander. Also wenn sich was funktional ändert, dann sehen wir das nicht nur in den Funktionslastenheften für die Steuergerätkomponenten, sondern man sieht es eben auch auf der Systemanforderung, dass sich da was geändert hat und dann weiß man gezielt, okay, dann muss ich hier die Testfälle, die auf diese Anforderungen schauen, nochmal anschauen, eventuell anpassen. Oder wenn die Änderung keine Auswirkung hat, kann ich ja den Testfall einfach so nochmal durchlaufen lassen und der müsste grün sein. Genau, aber ja, es gibt Änderungen. Früher
hatten wir tatsächlich den Fall, dass wir da öfters die Testfälle anpassen mussten. Mittlerweile ist es so, dass es schon relativ stabil ist. Wir haben auch eigene Datensätze an den Hills, die wir verwenden, um eben solche Bedatungsänderungen, die Quereinflüsse durch Bedatungsänderungen zu minimieren. Ja, weil natürlich viel am Fahrzeug immer umbedatet wird, um das nochmal zu optimieren. Uns interessiert aber ja nicht die Bedatung letztendlich im Detail, weil wir auf die Funktionalität schauen und nicht auf die Güte des Reglers. Also ich sage mal, wir schauen, okay, die Batterie wird gekühlt, das funktioniert einigermaßen gut. Und ob der dann viele Über- und Unterschwinger hat, sowas muss man sich dann im Detail am Fahrzeug anschauen, weil sich sowas auch nicht so leicht simulieren lässt letztendlich. Ich stelle mir das auch von den Szenarien relativ komplex vor, weil ja quasi ihr guckt ja jetzt ja nicht nur drauf, wird die Batterie wärmer oder nicht, ne, sondern es gibt gleichzeitig eine Außentemperatur, was weiß ich, und andere Komponenten, also die ja auch alle irgendwo miteinander dann spielen. Ne? Und, also die Szenarien als Testeingang stelle ich mir relativ umfangreich vor, oder wie ist das bei euch? Ja, das geht natürlich von einem einfachen Testfall, wo ich sage, ich setze einfach nur einen Batteriebedarf unterm Fahren und kühle die Batterie, hin zu, wie du es schon gesagt hast, sehr komplexen Testfällen, wo ich eine Innenraumkühlung noch mit dabei habe. Dann habe ich vielleicht nicht genug Leistung zur Verfügung und will schauen, dass der Regler richtig priorisiert. Na, es ist zum Beispiel immer wichtig, dass die Batterie nicht überhitzt, also muss die höher priorisiert werden, als dass der Innenraum dann 20 Grad hat. Und solche Themen, ja, das kann schon sehr komplex werden. Also je mehr man sich da reindenkt, umso komplexer werden die Testfälle auch. Also, Und wenn jetzt so automatisiert, wie lange, also wenn jetzt so ein Testlauf durch ist, du kriegst eine neue Release, packst du da drauf, machst du deine Automatisierung, wie lang läuft die so? Hast du da? Also die reine Testlaufzeiten können schon mal so 2-3 Tage sein, einfach weil auch wir haben auch Funktionen wie beispielsweise Vorkonditionierung. Das ist sowas, dass ich sage, ich kann ja an meinem Handy einstellen, hey, morgen um 7 will ich mit dem Auto losfahren. Und dann will ich, wenn ich um 7 in das Auto gehe, ein temperiertes Auto haben für mich. Und was das Auto letztendlich macht, ist ja, okay, das registriert ist, dass ich morgen um 7 losfahren will und schaltet meinetwegen, also dann geht alles schlafen, die Steuergeräte schlafen ein und um 6 Uhr fahren die Steuergeräte hoch. Und im Fahrzeug wird geschaut, ja, wie ist die Außentemperatur. Meistens steht das Auto ja in der Garage, wird irgendwie geladen. Wie viel Batterieleistung haben wir? Wie viel Prozent ist die auch geladen? Und anhand dieser ganzen Randbedingungen sagt er, okay, dann muss ich um 6:40 Uhr anfangen zu kühlen oder zu heizen, je nachdem, damit ich um 7 Uhr meine 21 Grad im Innenraum habe. Dann schläft wieder alles ein und um 6:40 Uhr fängt die Kühlung oder das Heizen eben an. Und da hast du natürlich Timer, die ablaufen. Und das muss ja auch alles getestet werden. Und klar, wir simulieren dann, wenn wir das testen, die Timer schon runter, dass du nicht 5 Stunden warten musst, bis so eine Abfahrt ist. Aber gewisse Sachen dauern einfach dann seine Zeit allein, schon bis das Steuergerät einschläft, gewisse Funktionen sich dann aktivieren und so. Ich denke auch generell, wenn man über Temperatur spricht, das ist ja etwas, was ja sehr träge ist. Ne? Also ich kann ja nicht von jetzt auf gleich von 0 auf 30 Grad gehen. Ne? Also das ist halt, wie du sagst, ein steigender Anstieg oder dann ein Abfall und der einfach so im Gesamtdings auch seine Zeit braucht. Ne? Und das muss ich natürlich irgendwo in den Tests wahrscheinlich auch unterbringen. Ne? Ja, das ist richtig. Also gerade auch sowas wie Außentemperatur. Ja, das ist, da hat man auch schon Filterfunktionen im Steuergerät dahinter. Wenn ich jetzt einfach nur im Sommer sage, ich fahre aus meiner Garage raus, habe ich auf einen Schlag 10, 15 Grad mehr im Sommer. Oder was auch so ist, wenn ich auf der Autobahn fahre und dann gibt es ja auch so Luftlöcher, sage ich mal, wo es dann auf einmal 5 Grad kälter ist, wenn ich durchfahre. Da, wenn die Regelung sofort auf diesen Temperatursprung reagiert, dann würde die, deswegen, genau. Ja, dann heizt der Kühler, deswegen, da sind dann Filterfunktionen dahinter, das ist deutlich träger. Also ist beispielsweise, weiß ich nicht, ein Airbag-Steuergerät, wo du natürlich auf Millisekunden genau reagieren musst. Ja, das ist ganz klar. Ja. Und jetzt, wenn ihr das so viel auch quasi schon simuliert testet, also mit dem Hill-System oder auch mit eurer virtuellen Steuereinheit, wie oft geht ihr denn dann wirklich noch ins echte Fahrzeug mal raus und rauszufahren? Oder, also macht ihr das überhaupt oder macht das jemand anderer? Also habt ihr das organisatorisch bei euch auch oder so? Also ja, das ist auf jeden Fall auch. Mal hier ein bisschen rumfahren. Ja. Also wir haben Kollegen im Projekt, die auch regelmäßig ans Fahrzeug gehen. Das braucht man schon. Also gewisse Sachen, die gerade wenn man, also mal so ein Beispiel ist, so eine Klimaanlage beispielsweise, das ist ja sehr viel, wie fühlt sich das an? Ja, das muss man dann einfach am Fahrzeug sich einfach mal genauer anschauen. Oder ja, es gibt auch so thermodynamische Verhalten, wie sich Ventile verschalten und so weiter, wie auch die Buskommunikation zwischen den Steuergeräten im Fahrzeug ist, dass das alles richtig funktioniert.
muss man sich schon am Fahrzeug anschauen, gewisse Themen. Ja. Es geht ja nur darum, dass man sagt, okay, wir versuchen so viel wie möglich früh zu testen und können dann den Fokus am Fahrzeug wirklich auf das legen, wo ich auch Fahrzeugtests brauche. Ja, ja. Du hast so ein bisschen einen leichten Ausblick, was so kommen soll. Willst du das da noch mal ein bisschen reinholen? Was wollt ihr mit dem Test noch weiter optimieren? Auf jeden Fall das Thema VECU weiter ausbauen. Da sind wir jetzt gerade so in den Startschüssen, würde ich sagen. Da haben wir jetzt angefangen seit ein paar Monaten. Das ist auch schon lauffähig. Wir haben auch schon den ersten Test mal in Betrieb genommen. Die Automatisierung dahingehend noch weiterbringen, gewisse Tests da auslagern, ist auf jeden Fall ein Thema. Dann das Thema Continuous Integration, dass wir schauen, wenn eine Software eben abgelegt wird, die getestet werden muss, dass das alles vollautomatisiert passiert. Aktuell muss man halt schon noch hergehen, die Software dann aufs Steuergerät flashen und den Testrun manuell starten, die Testergebnisse hochladen, dass das eben alles automatisiert passiert. Und das dritte wäre, dass man sagt, für die Testspezifikation, die machen wir aktuell manuell, dass wir über die Anforderungen über ein Large Language Modell, KI-basiert, eben fertige Testspezifikationen rausbekommen. Das ist jetzt sehr einfach in einem Satz gesagt. Ja. Klingt mal gut. Aber da steckt natürlich einiges dahinter. Ja, klar. Das ist, und natürlich, ihr seid ja auch in einem Umfeld, wo es ja, da können jetzt nicht irgendwelche Testfälle rauskommen. Ne? Also ich meine, ihr seid ja da in einem Bereich, der ja auch regulatorisch gewisse Sachen einfach bringen muss. Ne? Also da muss man schon aufpassen, wie man das einfach auch aufbaut. Ja, man muss dann natürlich auch den Output dann generieren, der dann irgendwann mal rausspringt, also die Testspezifikationen. Aber das Wichtigste ist eigentlich erstmal den Eingang, also sprich die Anforderungen, die dann auf dieser Ebene reinkommen, in einer gewissen Form zu haben, damit das LLM überhaupt die Möglichkeit hat, uns Tests daraus zu spezifizieren. Und das ist jetzt dann, sage ich mal, der erste Schritt, dass man da erstmal hinkommen muss, bevor man dann da weiterdenken kann. Super, sehr spannend. Ich finde es ein total spannendes Umfeld. Patrick, ich danke dir sehr, dass du hier nochmal einen Thermomanagement-Einblick gegeben hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist eine ganz neue Welt für mich. aber super spannend, finde ich ganz toll. Und ich werde wahrscheinlich das nächste Mal dran denken, wenn ich bei meinem alten Ford die Lüftung einschalte und warm mache oder kalt. Oder denke ich, denke ich an unsere Folge. Sehr gut. Ja, super. Ich danke dir schön. Ne? Ja, gerne. Schöne Konferenz noch. Dankeschön.